Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch mal gern alle Leaks vorstellen, welche bisher für das nächste Update bekannt sind. Voraussichtlich soll das Update noch diesen Monat, also im Februar, rauskommen. Leider ist das Update 0.7.6 noch nicht das lang ersehnte Dungeon Update, sondern nur ein Update für die Slayer. Denn es sollen 3 neue Slayer-Level hinzugefügt werden. Wie man hier sehen kann, gibt es einen neuen T4-Boss und einen neuen T6 und T7-Boss. Wobei für den T4-Boss noch nicht bekannt ist, wie viel Leben er haben wird, aber er wird auf jeden Fall weniger Leben haben als der bisherige T4-Boss, aber dafür etwas mehr als der T3-Boss. Für den T6 und den T7-Boss hingegen sind sogar schon die Level und das Leben bekannt. Und es wurden auch schon einige Bilder dieser beiden Bosse geleakt. So kann man beispielsweise bei dem T6-Boss sehen, dass er Level 1020 ist und sein Name Shredder Horror ist. Voraussichtlich wird dieser Boss 4000 Schaden machen, jedoch kann sich das noch in Zukunft ändern. Der T7-Boss ist Level 1340 und sein Name ist Revenant Warden. Und er hat sogar ein paar besondere Fähigkeiten, denn er spawnt beispielsweise 5 Diamantblöcke, welche euch sehr stark verlangsamen, sodass ihr das Gefühl habt, dass ihr euch gar nicht bewegt. Um diesen Effekt aufzuheben, muss man die Diamantblöcke zerstören. Natürlich werdet ihr während der ganzen Zeit auch noch von dem Boss angegriffen und zusätzlich neben den Schaden, den euch der Boss mit seinen Angriffen macht, bekommt ihr auch noch Schaden, wenn ihr den Boss angreift, denn er hat Thorns, wobei ihr durch das Thorns immer einen bestimmten Betrag an Schaden bekommt und nicht abhängig davon, wie viel Schaden ihr selber macht. Für den Wolf und den Spinnenboss ist momentan aber noch nicht bekannt, ob weitere Bosse hinzugefügt werden. Jedoch hatte Minikloon schon für den Spinnen- und den Wolfboss einige Ideen gehabt. Beispielsweise könnte er sich vorstellen, dass es einen Spinnenboss geben wird, welcher 15 kleine Spinnen spawnt, welche um ihn in der Luft herumschweben und dann auf euch beispielsweise Feuerbälle oder Spinnenweben schießen. Oder eine weitere Idee von Minikloon war ein Spinnenboss, an den ihr euch nicht durch Lifesteal heilen könnt, sondern dass ihr den Wert, den ihr eigentlich durch Lifesteal als Healing bekommen würdet, als True Damage erhaltet. Oder für einen neuen Wolfboss hatte er die Idee, dass der Wolfboss dann immun zu Crit-Schaden ist. Aber wie gesagt sind die Sachen bisher nur Ideen und es ist auch noch gar nicht bekannt, ob für den Spinn- und den Wolfboss überhaupt nun neue Bosse hinzugefügt werden sollen mit dem kommenden Update. Neben den Slayer-Content, welche mit dem kommenden Update hinzugefügt werden sollen, hatte Minikloon auch bereits schon anderen Content angekündigt, welcher aber sich nicht auf das Dungeon-Update bezieht, sondern nochmal komplett anderer Content, welcher die Spielweise von Skyblock komplett verändern soll. Mehr hat er darüber aber noch nicht bekannt gegeben, also kann man noch nicht wirklich sagen, ob dieser Content dann schon während dem Dungeon Update rauskommt oder erst nach dem Dungeon Update. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was Minikloon mit diesem Content meint, dass sich die komplette Spielweise von Skyblock verändert. Was ich mir vorstellen könnte ist, dass Skyblock vielleicht mehr MMORPG-mäßig wird, also dass es mehr Quests gibt, welche auch einen größeren Sinn haben als die momentanen Quests. Aber vielleicht habt ihr ja noch andere Ideen, wie sich Skyblock so verändern könnte, dass die komplette Spielweise beeinflusst. Ansonsten könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen, wenn ihr in Zukunft keine weiteren Updates mehr von Hypixel Skyblock verpassen wollt. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.